jede Reise weiter weg kommen wir erst einmal am Flughafen an, mieten ein Auto, ja, und dann fahren wir zuerst zur ersten Unterkunft. Ja, und dieses Mal möchten wir diese auch zeigen, damit man eine Vorstellung hat, was einen übernachtungstechnisch auf Island erwarten kann. Wir denken, das ist auch ganz interessant mal zu sehen. Ja, diese Unterkunft hier, das ist in der Nähe von Hella und nennt sich Loas Nest. Und wie man sehen kann, was aber auch ganz viele Unterkünfte auf Island zutrifft, sie sind sehr einsam gelegen, man ist ganz weit weg vom Schuss und man hat einfach seine Ruhe. Unser erster offizieller Besichtigungstag fängt am nächsten Tag eigentlich an, denn der erste war ja nur die Ankunft an der Unterkunft. Und fast direkt daneben ist ein kleiner Wasserfall, der Arneyjarfoss. So genau wissen wir nicht, wie man das ausspricht, deswegen blenden wir es ja nochmal ein. Da dieser von so ziemlich gar keinen Touris besucht wird, haben wir diesen Wasserfall für uns ganz alleine. Wir teilen uns diesen lediglich mit Vögeln und ein paar Pferden. Da wir den Süden der Insel bereits im Winter erkundet haben, fahren wir jetzt durch diesen Teil relativ zügig durch. Wir bleiben einfach nur noch an den Spots stehen, die wir damals noch nicht gesehen haben, beziehungsweise wir bleiben auch nochmal am Seljalandsfoss und am Gljufrabui stehen, denn das sind Wasserfälle, die natürlich ohne Schnee nochmal ganz anders aussehen. Und wo fließt das viele Wasser jetzt ab? Nun, das wollen wir euch jetzt aus der Luft zeigen. Fast gleich nebenan befindet sich eine Höhle, und zwar die Paradise Cave. Diese muss man sich erstmal erklettern und das wollen wir uns natürlich anschauen.
Als nächstes geht es zum Selja-Valalauk Pool. Das ist ein natürlicher Pool, gespeist aus einer natürlichen heißen Quelle. Vom Parkplatz aus muss man noch ca. eine halbe Stunde wandern. Das Schöne ist, man badet bzw. schwimmt inmitten einer richtig tollen Bergkulisse, hat nebenan einen Fluss und man sieht auch Wasserfälle, sogar einen 7-stufigen. Wir entscheiden uns jetzt, an einen Spot zu fahren, den wir bereits im Winter besucht haben. Allerdings haben wir dort kaum was gesehen, da ein richtig heftiger Sturm geherrscht hat und man die Hand vor Augen kaum gesehen hat. Wir fahren jetzt zu dem Dörholei-Leuchtturm, der eben auf einer hohen ausgesetzten Klippe steht. Dieses Mal allerdings haben wir ganz tolle Weitsicht. Wir können den kilometerlangen schwarzen Sandstrand sehen, sowie das Felsentor und alles im Sonnenschein. Und auf der anderen Seite hinter uns ist dieser mächtige Gletscher, der Myrdalsjökull, sehr gut zu sehen mit den umliegenden Bergen. Ganz tolle Aussicht. Ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen ist der Strand von Reynisfjara. Hier findet man eine Höhle, die aus Basaltgesteinen geformt ist. Im Wasser sieht man auch Gesteinsformationen. Und was hier auch besonders ist, ist dieser starke Wellengang. Also man muss hier tatsächlich aufpassen, denn wenn man hier von einer Welle erwischt wird, wird man so schnell ins Wasser gezogen, dass auch schon tatsächlich etliche Touristen ertrunken sind, weil sie einfach zu nah am Wasser dran waren. Deswegen immer schön Abstand halten. Ja, das ist jetzt heute der letzte Spot für diesen Tag und wir steigen jetzt einfach nur noch ins Auto ein und fahren zu unserer nächsten Unterkunft. Das wäre das Hotel Grifunis. Dieses liegt auch etwas abseits gelegen, weswegen wir auch über eine Schotterstraße etliche Kilometer fahren müssen, aber die ist sehr gut befahrbar. Ja, und mit den Aufnahmen von diesem Hotel bzw. unserem Hotelzimmer und einem Bild von der bereits gefahrenen Strecke möchten wir uns für diesen heutigen Tag verabschieden.